Moin moin Leute, jetzt zeige ich euch mal den Turm der Prüfung Ebene 90 im Hard Mode im Juni und dieses Mal haben wir Artamiel als Boss, der sehr sehr nervig sein kann. Hier sind wir schon im fortgeschrittenen Stadium. Die Ads, die er dabei hatte, die anderen Monster, die haben wir mit Barettas Dots besiegt, sie eingefroren mit Verat, mit meinem Despair Basalt gestunt und mit Muff provoziert. So, und jetzt sind wir aktuell hier beim Boss selber. Warum wir Chloe dabei haben, ist, um die Heilung zu blocken. Das ist sehr frustrierend, nämlich vorher habe ich es ohne Chloe gemacht und da war es so, dass bei einem Drittel Leben das blöde Viech sich wieder hochgeheilt hat. Dann habe ich überlegt, ob ich irgendwas anderes nehme. Vorher hatte ich nämlich Thrain zum Zudotten dabei, aber am Ende hat er mir nichts gebracht. Deswegen haben wir jetzt Colleen dabei. Ich kann heilen, die Heilung blocken, den Angriff senken. Das war optimal. Beziehungsweise die Heilung blockieren, nicht nur senken. So, zieht sich ein bisschen, weil der Schaden nicht so riesig ist, den ich austeile, da kein Deathbreak oder sowas drauf ist. Dafür wird es ein sicherer Win. So, gut. Entweder müssen wir provozieren oder halt die Heilung blocken. Denn sonst können wir das ganze Spiel nochmal von neu machen. Beziehungsweise das Spielchen. Und wieder und wieder und wieder, bis sich das Teil wieder und wieder voll hält. Aber das wollen wir ja nicht, deswegen haben wir die Heilungsblockade dabei und die Provokation von Basalt und von Muff. Ihr solltet darauf achten, dass ihr bei allen Monstern die Skills voll habt. Bei Verat habe ich es leider nicht, aber es funktioniert hier auch so. Aber Baretta, Muff, Basalt und Colleen sind komplett Max-Skills. Sind ja auch nur 2 und 3 Sterne Monster. Und Baretta habe ich irgendwann vor längerer Zeit auch mit Devilmons hochgebracht. Die Provokation von Muff müsst ihr jetzt beispielsweise nicht benutzen, da wir noch 2 Runden Heilungsblockade drauf haben. Ihr solltet die Provokation aufsparen für die Züge, in denen ihr keine Heilungsblockade drauf habt, um sicherzugehen, dass sich Artamiel nicht wieder hochheilt. Und bei Baretta solltet ihr darauf achten, den ersten Skill so selten wie möglich einzusetzen, da die kritische Rate steigt und dann Artamiels Passive wieder öfters einsetzt. Aber wenn ihr beispielsweise mit diesem Team hier kämpft, dann könnt ihr die Skills so oft einsetzen, wie ihr wollt. Müsst nicht irgendwie darauf achten, dass ihr sie für eine bestimmte Runde aufspart, bis auf die Provokation. Colleen könnte noch ein bisschen mehr Speed brauchen, aber sonst optimal so. Jetzt habt ihr es gesehen, jetzt wäre sie normalerweise wieder fast voll, beziehungsweise er, der Erzengel. Ich weiß ja nicht, was für ein Geschlecht Engel haben. Und das wurde durch die Blockade von Colleen verhindert. So. Stürzen wir mal dem Erzengel die blöden Flügel. Wir reißen ihm die Flügel aus und dann fliegen wir mit den Flügeln bis zur Ebene 100. So, jetzt haben wir noch etwas mehr als ein Drittel über und dann fällt unser Erzengel.
Und am besten von Marv den dritten Skill so oft wie möglich benutzen. Der Speedbuff ist nicht schlecht. Und ihr habt halt eure Skills schneller wieder bereit. Also keine Rücksicht darauf nehmen, ob es sich nun lohnt in diesem Zug, das zu benutzen oder nicht. Irgendeines eurer Monster wird es immer gebrauchen können. Und wenn ihr extra Runden habt, so wie bei meinem Map, wenn ich euch später die Runen zeige, dann seht ihr auch, dass es manchmal echt schrecklich ist, wenn man den Skill nicht benutzt und dann eine extra Runde hat und die halt nichts bringt. So. Mit Colleen immer versuchen, ein bisschen den Angriff zu stärken, beziehungsweise nicht versuchen. Garantiert den Angriff stärken, dann geht das alles auch ein wenig schneller, auch wenn es kaum sichtbar ist. Bei Colleen sparen wir jetzt beispielsweise den zweiten Angriff auf, weil wir noch 2 Runden Heal-Block aufnehmen und Harmir drauf haben. Und ich würde das Ganze halt ungern im Außenmodus laufen lassen, denn wenn man Pech hat, setzen die Heilungsblockade nicht ein und dann dauert das nicht ewig. Dann kannst du dein Handy durchgehend laufen lassen und du gewinnst nicht. Deswegen mache ich das jetzt, das Ganze jetzt manuell. Zack, wieder Heilung. Nicht funktioniert. Na, zumindest erhöhen wir etwas den Schaden von Verats zweiten und dritten Skill und von Basalts dritten Skill. Mit Basalts Verteidigungsbuff. Und mit Colleens Angriffsbuff sind wir ganz gut bedient bei Baretta und Marvs Auto-Attack. Da erhöht der Schaden zumindest um ein klein wenig. Und Atamils Auto-Attack wird immerhin durch Colleens Angriffs-Debuff auch gesenkt, also ist auch ganz in Ordnung. Denn zwar steht beim Skill, dass er von Verteidigung profitiert, aber das heißt nicht, dass er nicht auch von Angriff profitiert. Also die normalen Angriffe profitiert immer von dem, was im Text steht und von ATK. Stück für Stück kommen wir näher an unser Ziel. Umrex könnte sowieso, glaube ich, noch 3 Züge haben, bis die Heilung wieder bereit ist. Also, gegebenenfalls, wenn wir Pech haben und alles nicht wirken sollte, die Heilungsblockade oder die Provokation, haben wir noch den Cooldown des Skills selber, der uns ein bisschen Rückendeckung gibt.
Aber man sollte es natürlich nicht drauf ankommen lassen. Also Barretta ist, finde ich, eins der Top-Monster, die man sich fusionieren kann. Für jegliche Art von Turm der Prüfung, sei es auf Normal oder im Hard-Modus. Normal könnt ihr ihn halt so lange einsetzen, solange ihr noch keine übergeruhten Monster habt mit sehr viel Grundschaden. Eine zweite und der dritte Skill sind halt sehr mächtig bei Barretta. Einmal den beiden runterzusetzen und der dritte halt, um alles zu vergiften, und mit Despair Rune könnt ihr die Gegner auch noch stunnen. So, ich glaube, jetzt haben wir ihn besiegt. Jo. So, das war der Turm der Prüfung Ebene 90 im Juni von mir und im Hard-Modus. So. Da, der Hard-Modus. Und dann kommen wir zu den Runen. Da haben wir einmal die Runen von Virat, die von Barretta, Collins Runen, wo ist er denn? Da ist der kleine. So, von Muff. Und der kleine Basalt, unser kleines Mammut. Hier. Also versucht die Skills voll zu bekommen und dann sollte das später kein Problem sein, wenn ihr ungefähr diese Stats erreicht habt. Vielleicht findet ihr auch andere Monster, 5 Sterne oder so wie Jamir oder so, der die Skills komplett zurücksetzt. Der kann euch auch sehr gut helfen. Aber Muff würde ich auf jeden Fall für den Turm der Prüfung hart machen. So, das war's auch und ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis dann. Ciao.